Sie sind leise, heimtückisch und oft tödlich. Verkalkte oder verengte Arterien zählen zu den größten Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall und Durchblutungsstörungen. Was viele nicht wissen, die Verkalkung beginnt nicht erst im Alter, sie kann schon in jungen Jahren unbemerkt fortschreiten, ohne dass man etwas davon merkt. Die gute Nachricht: Es gibt ein fast unbekanntes Vitamin, das Arterien von innen heraus reinigt, schützt und sogar reparieren kann. Vitamin K2, der stille Held der Gefäßgesundheit. Nummer 1. Das vergessene Vitamin. Vitamin K2 ist nicht zu verwechseln mit dem bekannten Vitamin K1, das für die Blutgerinnung zuständig ist. K2 hat eine völlig andere, hochspezialisierte Aufgabe. Es aktiviert das sogenannte Matrix-GLA-Protein, ein körpereigener Schutzfaktor, der verhindert, dass Calcium in den Arterien landet, wo es zu gefährlichen Ablagerungen und Verkalkungen führen kann. Stattdessen sorgt K2 dafür, dass Calcium dorthin transportiert wird, wo es gebraucht wird, in Knochen und Zähne. Nummer 2. Wie Arterien verkalken. Wenn Calcium sich in den Blutgefäßen ablagert, verlieren die Arterien ihre Elastizität. Sie werden steif, eng und brüchig. Ideale Bedingungen für Bluthochdruck, Thrombosen und Gefäßverschlüsse. Ohne genug Vitamin K2 bleibt das Matrix-GLA-Protein inaktiv und kann das Calcium nicht binden. Die Folge: Es bleibt im Blut, sucht sich Ablagerungsorte, meist in den Arterien. Ein chronischer Vitamin K2-Mangel ist laut Experten direkt mit einer höheren Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Nummer 3. Studienlage. Wie schnell wirkt K2 wirklich? Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen wie die Rotterdam-Studie zeigen, dass Menschen mit hoher K2-Zufuhr bis zu 50% weniger arterielle Verkalkung und ein deutlich geringeres Risiko für Herzinfarkt oder koronare Herzerkrankung aufweisen. Bereits nach einigen Wochen regelmäßiger K2-Einnahme kann die Gefäßelastizität messbar verbessert werden, insbesondere wenn gleichzeitig Vitamin D3 eingenommen wird. Nummer 4. Das perfekte Duo. Vitamin D3 erhöht die Calciumaufnahme aus der Nahrung, doch ohne K2 besteht die Gefahr, dass dieses Calcium in den falschen Bereichen landet, nämlich in den Gefäßen. Erst mit ausreichend Vitamin K2 wird Calcium gezielt in die Knochen geleitet und aus den Arterien abtransportiert. Die Kombination aus D3 und K2 ist daher der effektivste natürliche Weg, um Gefäßverkalkung nicht nur zu stoppen, sondern rückgängig zu machen. Nummer 5. Die richtige Form. Vitamin K2 gibt es in mehreren Formen, doch MK7 gilt als die bioaktivste und langlebigste Variante. Sie bleibt bis zu 72 Stunden im Blut aktiv und erreicht auch feinste Kapillargefäße, wo sich erste Verkalkungen oft einschleichen. Hochwertige K2-Präparate enthalten MK7 in fermentierter natürlicher Form, meist gewonnen aus Natto, einem der wenigen K2-reichen Lebensmittel weltweit. Und Nummer 6, warum fast jeder zu wenig K2 hat. Unsere moderne Ernährung enthält so gut wie kein K2. Industriell verarbeitete Lebensmittel, mangelnde Fermentation, wenig Innereien oder grasgefütterte Tierprodukte sorgen dafür, dass viele Menschen unbemerkt in einen K2-Mangel rutschen. Besonders betroffen sind Menschen mit Darmproblemen, ältere Menschen, Personen mit hohem Vitamin-D-Spiegel, aber ohne K2 und Menschen mit kalziumreicher Ernährung oder Supplementierung. Möchtest du jetzt noch wissen, mit welchem Geheimmittel du die Blutzirkulation in Beinen und Füßen verbessern kannst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.